Der deutsche Staat will mehr als 5 Milliarden Euro in die Digitalisierung der Schulen stecken. Neben IT-Geräten wie Laptops werden vor allem bessere LAN- und WLAN-Netze gebraucht. Denn ohne gutes WLAN nützen auch Laptops und Tablets in der Klasse wenig. Also stellt sich die Frage, welches WLAN sollte man in einer Schule mit, sagen wir mal, typischerweise 1000 Schülern am Ende konkret installieren? Wer hat das beste WLAN-Angebot für Schulen? Wer hat das beste Preis-Leistungs-Verhältnis? Der erste Gedanke wäre vielleicht, dann nehmen wir doch einfach 100 Fritzboxen für 1000 Schüler. Dann hätten wir rein rechnerisch auf jeder Fritzbox im Schnitt 10 Schüler. Falls alle Schüler gleichzeitig ins WLAN gehen würden, was eher selten vorkommt. Der Vorteil wäre, viele Lehrer, viele Eltern und viele Schüler kennen sich mit einer Fritzbox besser aus als mit jedem anderen WLAN-Router. Aber würde so ein System aus 100 Fritzboxen in einer größeren Schule auch funktionieren? Was ist eure Meinung dazu? Schreibt es gerne in die Kommentare. Ich freue mich und reagiere so schnell es geht. Jetzt höre ich allerdings schon den Aufschrei der professionellen LAN- und WLAN-Ausrüster, dass 100 Fritzboxen für 1000 Schüler eine Schnapsidee sind. Warum? Das werden wir gleich hinterfragen. Außerdem sind 5 Milliarden Euro Staatsgeld für Schul-IT-Projekte zu verteilen. Das sind 5000 Millionen Euro. Von diesem großen Kuchen wollen fast alle LAN- und WLAN-Hersteller ein Stückchen haben. Tatsächlich kommen über 50 LAN- und WLAN-Anbieter als Schulausrüster in Frage. Kein Lehrer und auch kein IT-Berater kann all diese Netzwerksysteme im Detail kennen. Auch ich nicht. Klar ist aber, größere Schulen haben ähnlich hohe LAN- und WLAN-Anforderungen wie mittlere Betriebe, Hotels, Messen oder gar Kongresszentren. Damit reduziert sich der Kreis der LAN-WLAN-Ausrüster schnell auf die Anbieter von Business- und Enterprise-Lösungen. Trotzdem werde ich auch Vergleiche zu AVM-Produkten ziehen, weil die Fritzboxen in Zentraleuropa eben sehr bekannt sind. Zurück zum Geld vom Staat. Schon im März 2019 hat die Bundesbildungsministerin Anja Karliczek die ersten 5 Milliarden Euro für den Digitalpakt Schule verkündet. Die Gelder sollten eigentlich sehr schnell verplant werden. Doch schon ein Jahr später, im März 2020, beklagte Bitkom-Präsident Achim Berg den zögerlichen Abfluss der Mittel. Danach kamen diverse Corona-Lockdowns. Da wurde die Not zur Digitalisierung so klar wie nie zuvor. Ein weiteres Jahr später, im April 2021, ergab dann eine Bitkom-Studie, 8 von 10 Eltern geht die Digitalisierung der Schulen nicht schnell genug. Und sogar 95% von über 500 befragten Lehrern waren laut Bitkom-Studie der Meinung, Deutschlands Schulen hinken bei der Digitalisierung im internationalen Vergleich hinterher. Am 1. September 2021 hat das Handelsblatt dann schockierende Zahlen veröffentlicht. Von den 5.000 Millionen Euro des Urdigitalpakts waren demnach per Ende Juni 2021 nur 189 Millionen Euro abgerufen, also nur 3,8%. Wie ist das möglich? Wollen die Schulen das Geld gar nicht haben? Ist die deutsche Bürokratie zu kompliziert? Oder ist die Materie LAN-WLAN-Infrastruktur für viele Schulen zu komplex, um das Geld überhaupt schnell, sachgerecht und verantwortungsvoll ausgeben zu können? Schauen wir uns den Digitalpakt und seine 3 Nachschläge etwas genauer an. 2019 wurden die ersten 5.000 Millionen verkündet für IT-Infrastruktur. Das ist der blaue Balken. 2020 gab es 2 mal je 500 Millionen obendrauf, grob gesagt für Schülerlaptops und für Lehrerlaptops. Das sind die beiden Balken in der Mitte. 2021 wurde dann klar, dass man auch erfahrene IT-Administratoren braucht, die das Milliardenequipment zum Laufen bringen. Vor allem die komplexe Netzwerkinfrastruktur. Das ist der gelbe Balken rechts außen.
Am 2. September 2021 hat dann die KMK, die Kultusministerkonferenz, die neuesten Zahlen zum Abfluss der Fördermittel bekannt gegeben. Daraus habe ich diese Grafik gebastelt. Dieses Bild ist nicht mehr ganz so schrecklich wie die Zahlen aus dem Handelsblatt-Artikel. Links aus dem Urdigitalpakt von 5.000 Millionen Euro sind immerhin 852 Millionen abgeflossen. Vermutlich sind sogar noch viel mehr Schulprojekte am Start, die einfach noch nicht zentral gemeldet und abgerechnet wurden. Zweiter Doppelbalken. Beim Nachschlag vom 4.7.2020 gab es 500 Millionen für Schülerinnen-Laptops, vor allem für bedürftige Kinder. Davon waren 470 Millionen ruckzuck ausgegeben. Das war sicher gut und wichtig, denn das waren Laptops für Kinder, die durch den Corona-Lockdown besondere Nachteile im virtuellen Fernunterricht erlitten hätten, wenn sie nicht ganz schnell einen Laptop bekommen hätten. Dritter Doppelbalken. Beim Nachschlag vom 4.11.2020 gab es weitere 500 Millionen Euro für Lehrerleihgeräte, also ebenfalls vor allem Laptops. Warum davon 10 Monate später nur 192 Millionen abgerufen waren, ist mir nicht bekannt. Blauer Balken rechts außen. Beim vorerst letzten Nachschlag vom 28. Januar 2021 wurden weitere 500 Millionen Euro für Schul-IT-Administratoren bereitgestellt. Davon war per 2. September 2021 nicht mal eine einzige Million abgeflossen. Laut KMK waren es nur 9.000 Euro. Das sind in meiner Excel-Grafik somit 0 Millionen, also überhaupt kein oranger Abflussbalken. Bleibt zu hoffen, dass dieser Balken für IT-Administratoren mit zeitlicher Verzögerung nach oben geht, sobald die neuen LAN- und WLAN-Netze erstmal gebaut sind und dann professionell gemanagt werden müssen. Doch warum floss und fließt das Geld nicht schneller ab? Bremsklotzvermutung Nummer 1, die föderale Bürokratie. Die förderwillige Schule muss nämlich einen detaillierten Medienentwicklungsplan mit pädagogischen und technischen Begründungen für die Schuldigitalisierung erstellen, sonst fließt kein Geld. Dieser Plan wird beim Schulträger eingereicht, etwa bei der Stadt. Diese unterhält oft mehrere Schulen wie Grundschule, Gymnasium und Berufsschule. Die Schulträger wiederum sammeln die Medienpläne ihrer Schulen und reichen sie beim Kultusministerium ihres Bundeslandes ein. Viele Stufen, viele Meinungen, viele verschiedene Kompetenzen. Das macht den Prozess nicht schneller. Allerdings ziehen die Schulträger oftmals erfahrene Schul-IT-Berater hinzu und lassen die Pläne auf Logik und Machbarkeit überprüfen. Das ist sicher nicht verkehrt, das kostet ebenfalls Zeit, dient aber der Qualitätssicherung. Bremsklotzvermutung Nummer 2, begrenztes Netzwerkwissen. Während sich die meisten Lehrer, Schüler, Eltern, Städte, Gemeinden und Ministerien recht gut mit Laptops und mit Tablets auskennen, ist das Know-how zur Konzeption von performanten LAN- und WLAN-Netzen nicht so breit gestreut. Selbst wenn der Mathe-, Physik- oder Informatiklehrer quasi nebenbei ein tolles Netzwerkkonzept erstellt, kann sich der nachgelagerte Beamte beim übergeordneten Schulträger von der Beurteilung einer IT-Netzwerkarchitektur für 1000 User mitunter überfordert fühlen. In Kombination mit der Mehrstufigkeit des Verfahrens kann es zu unterschiedlichen Interessen und Know-how-Ständen bei Schule, Schulträger und Ministerium kommen. Auch das kostet Zeit. Doch wie gesagt, viele Schul-IT-Projekte sind schon angelaufen, aber halt noch nicht fakturiert und somit noch nicht in der Statistik der Mittelabflüsse aufgetaucht. Die Situation ist also nicht ganz so schrecklich, wie man nach der Lektüre des Handelsblatt-Artikels befürchten könnte. Genug zu Politik und Verwaltung. Kommen wir endlich zur Technik und damit zur ersten Frage: Welcher WLAN-Access Point passt für Schulen?
Ein Klassenraum mit 20 oder 30 Schülern ist eine High-Density-Umgebung. Wollen alle Schüler gleichzeitig im WLAN surfen oder streamen, dann ist die Gattung 4x4 WLAN 11AC Wave 2 eigentlich das Minimum. Das WLAN einer 11AC Fritzbox 7590 etwa schafft 4x433 Megabit, ist gleich 1733 Megabit aus 4 Antennen. Straßenpreis 2020 unterhalb 200 €, derweil wieder oberhalb von 200 €. Idealer wäre WLAN 11AX alias Wi-Fi 6. Das WLAN einer 11AX Fritzbox 7590AX von 2021, hier im Bild, schafft 4x600 Megabit, also 2400 Megabit aus 4 Antennen im 5 GHz Band. Allerdings wird das Modem und die Decktelefonie einer Fritzbox ja nicht in jedem Klassenraum benötigt. Straßenpreis 2021 oberhalb von 250 €. Im zweiten Schritt würde man also eher einen Fritz-Repeater im LAN-Modus in Betracht ziehen. Vor allem der Wi-Fi 6 Repeater AVM 6000 aus 2021. Straßenpreis ca. 200 €, funkt in Summe satte 6000 Megabit brutto aus 3 Frequenzblöcken und 12 Antennen. Er hat die gleichen WLAN-Chips und die gleiche CPU verbaut wie der über 1000 € teure High-End WLAN 6 AP Cisco Meraki MR55. Sogar ein 2,5 Gigabit Port ist am Fritz Repeater 6000 dran. Nachteil: kein PoE Power over Ethernet und keine Wanddeckenmontage. Es geht auch billiger. Ein 11AC Fritz Repeater 2400 links im Bild kostet um die 75 €. Im LAN-Modus stellt er den WLAN-Clients die gleiche WLAN-Power wie die Fritzbox 7590 zur Verfügung, nämlich 4x433 Megabit ist gleich 1733 Megabit aus 4 Antennen im 5 GHz Band plus 11N im 2,4 GHz Band. Ja, sogar alle rechts im Bild gezeigten WLAN-Repeater AVM 1200, 1750E 2400 und AVM 3000 lassen sich dank 1 Gigabit LAN-Port auch im LAN-Modus quasi als Access Points betreiben. Nachteil: keiner bietet 2,5 Gigabit Port, keiner hat PoE Power over Ethernet und keiner ist für eine Deckenmontage konzipiert. Sind die hierzulande sehr beliebten Fritz-Boxen und Fritz-Repeater nun auch für Schulen eine gute Lösung? Fast alle Business-WLAN-Hersteller und sogar das Schulexpertenvotum 2020 des Kultusministeriums Bayern raten den Schulen ausdrücklich von WLAN-Heimlösungen ab. Wir werden gleich sehen, warum. Aus Kostengründen würden manche Schulen am liebsten noch das uralte 11N WLAN verbauen. Das dürfen sie zwar, aber förderfähig sind laut KUMI Bayerns Votum 2020 nur Lösungen ab WLAN 11AC Wave 2. Allerdings schon ab 2x2 Antennendesign, also 2x433 ist gleich 866 Megabit im 5 GHz Band. Rein WLAN-technisch wäre das quasi nur eine halbe Fritzbox 7590. Allerdings haben die Berater des KUMI Bayern schon im Votum 2020 zentrales Management über einen WLAN-Controller plus Multi-SSID plus PoE Power over Ethernet zum absoluten Minimum der Förderfähigkeit von Access Points erklärt. Damit fliegt alles raus, was AVM und Fritz im Namen trägt. Zumindest in Bayern, denn hier gelten die härtesten Förderkriterien aller 16 deutschen Bundesländer. Ein Jahr später, im Votum 2021, haben die Bayern die Mindestkriterien dann noch etwas nachgeschärft und ausführlicher beschrieben. Gut so, lieber etwas zu viel Information als überhaupt keine Empfehlungen. Senderleistung reduzierbar? Okay, das könnten auch alle mir bekannten Fritzboxen jüngeren Datums.
Multi-SSID-Netzwerknamen für Lehrer, Schüler und Schulverwaltung. Damit sind viele Consumer-WLANs schon überfordert. PoE, Power over Ethernet, das ist im Business-Umfeld fast normal. Bei Heim-WLANs findet man diese elegante Art der Stromversorgung über das LAN-Kabel allerdings noch selten, obwohl es auch dort äußerst praktisch wäre. Garantie mindestens 3 Jahre. Die mir bekannten Fritzboxen hätten sogar 5 Jahre Garantie. Aber es gibt Business-WLAN-Hersteller, die nur 6 Monate geben und für Garantieverlängerungen zusätzlich kassieren wollen. Für Schulen ist das ein Problem, denn der Urdigitalpakt 2019 bis 2024 finanziert nur die Erstanschaffung, aber nicht die Folgekosten. Kostenfreie Firmware-Updates. Fritzboxen und Fritz-Repeater sind schon fast legendär für ihre vielen kostenlosen Updates. Bei Business-WLANs muss man da genauer hinschauen. Sorry, dass ich hier fast nur Empfehlungen der Kultusministerien Bayern und später auch noch Baden-Württemberg zitiere. Aber genau diese beiden Länder sind im föderalen Flickenteppich mit Schul-IT wohl mit am weitesten vorne dran. Die Bundesregierung darf zwar die Milliarden spendieren, Bildung samt Schul-IT ist ansonsten aber Ländersache. Der Bund musste im Jahr 2019 sogar das Grundgesetz ändern, bevor er den Ländern 5.000 Millionen für die Digitalisierung der Schulen spendieren durfte. Zurück zur Technik. Taugt WLAN-Mesh für Schulen? Im privaten Umfeld sind WLAN-Mesh-Systeme beliebt, weil sie die LAN-Verkabelung ersparen wollen. Das KUMI Bayern lässt sich vom Mesh-Hype aber nicht ins Boxhorn jagen und macht hier eine sehr klare Ansage. Die zur Steuerung genutzten Signale und Datenübertragungen verringern die Bandbreite des Gesamtsystems. Mesh-Systeme sind nicht herstellerübergreifend kompatibel. Als schulweite, funktionsstabile WLAN-Infrastruktur ist dieser Ansatz nicht zu empfehlen, kann aber im Home-Bereich oder für spezielle Anwendungssituationen sinnvoll sein. Und taugen herkömmliche WLAN-Repeater für Schulen? Mit den Vorgängern der hippen WLAN-Mesh-Systeme, also den WLAN-Repeatern, geht das KUMI Bayern schon im Votum 2020 noch härter ins Gericht. Da heißt es, WLAN-Repeater sind nicht geeignet, ein Funknetz mit den schultypischen Lastszenarien aufzubauen. Repeater verstärken Funksignale und vergrößern die Reichweite einer Funkzelle. Sie erhöhen aber nicht die Bandbreite innerhalb des Empfangsbereiches. Der Einsatz von WLAN-Repeatern ist im Schulumfeld mit Ausnahme sehr spezieller Einsatzszenarien nicht zu empfehlen. Das modernste WLAN-Repeater wie der AVM-Repeater 6000 im LAN-Modus allerdings brachiale WLAN-Power aufspannen können, wird im Votum 2020 nicht thematisiert. Falls die strengen Bayern beim AVM-Repeater 6000 dann doch eine Ausnahme machen würden, würde er ob der fehlenden Profi-Access-Point-Features wie Power over Ethernet oder WLAN-Controller-Fähigkeit trotzdem gleich wieder rausfliegen. Wo genau soll man WLAN-Funker montieren? Rein funktechnisch gehört ein WLAN-Access-Point in Seminar- und Klassenzimmern meist mittig an die Decke. Dort sitzt er funktechnisch am besten. Zudem ist er dort besser gegen Diebstahl, Vandalismus oder versehentlichen Kabelabriss gewappnet als etwa auf dem Fenstersims. Auf diesem Foto demonstriert das hier gerade Frank Slawitzki, System Engineer, damals bei Netgear, heute wieder zurück bei Cisco. Doch keine Fritzbox und auch kein Fritz-Repeater sind ab Werk für die Deckenmontage optimiert. Im Internet findet man dafür zwar Notlösungen von Drittanbietern. Bei Cisco, Lancom, Zeichsel und Co. ist diebstahlhemmendes Zubehör für Wand- und Deckenmontage dagegen der Normalfall. Dieser 2x2 Wi-Fi 6 AP namens Zeichsel NWA 110 AX um ca. 215 € eignet sich zur Wand- und Deckenmontage. Dafür sind Klickplatte und Schrauben im Lieferumfang enthalten.
Der Zeichsel NWA 110AX rastet gut in seine Halteplatte ein. Die Sicherung lässt sich auch wieder leicht mit einem gezielten Daumendruck öffnen. Nächstes Thema: WLAN-APs mit Power over Ethernet. Die meisten Schulräume haben keine 230 Volt Steckdose mittig an der Decke. Hat ein WLAN-AP schon eine PoE-LAN-Buchse, kann man den Strom bequem über das LAN-Kabel an die Decke führen. Will man dagegen Fritzbox oder Fritz-Repeater an die Decke hängen, dann müsste man zuvor tatsächlich, mangels PoE, halt eine 230 Volt Dose an die Decke legen. Das kann teuer und staubig werden. Sind dafür auch noch Mauerdurchbohrungen nötig, dann müssen oft Brandschutz und Bauämter eingeschaltet werden. Das kostet Zeit. Schon der kleine Zeichsel NWA 110AX um 215 € hat hinten einen kombinierten LAN-WAN-Port für 10, 100.000 Megabit. Er ist PoE-fähig nach Standard IEEE 802.3 AT. Das heißt, der AP lässt sich über das LAN-Kabel mit Strom versorgen. Man spart sich also ein separates Netzteil. Doch auch die eher als teuer vermutete Firma Cisco hat einen Cisco Business Access Point 140 AC mit PoE für unter 100 € Straßenpreis im Programm. Allerdings funkt dieser maximal 11 AC Wi-Fi 5 bis 866 Megabit im 5 GHz Band. Die reine Funkpower entspricht etwa einem Fritz-Repeater 1200 für 69 € UVP. Aber der PoE-Port samt Wanddeckenmontageset machen ihn quasi business-kompatibel. Rechts und links vom Cisco AP sieht man zwei WLAN-Mesh-Satelliten, die sich direkt in eine 230 Volt Dose stecken lassen. Das komplette Cisco Business Mesh Starter Kit CBW 140 gibt es im Internet knapp über 300 €. Doch wie gesagt, das KUMI Bayern rät von WLAN Mesh in Schulen ab. Auch die im Sommer 2019 weltweit gelaunchte Aruba Instant-On-Familie auf diesem Foto funkt WLAN 11AC Wave 2 alias Wi-Fi 5 mit 2x2 oder 3x3 oder 4x4 Antennendesign. Damit hat auch die ansonsten eher als teuer vermutete Firma Hewlett-Packard Enterprise Aruba bezahlbare WLAN-APs mit Eignung für Schulen und Klassenzimmer im Portfolio. Den AP11 ganz links im Bild fand man Mitte September 2021 knapp unter 70 € im Internet. Den AP12 knapp unter 110 €. Moderner ist natürlich der jüngere Aruba AP22. Der funkt schon 2x2 11AX, also Wi-Fi 6. Per September 2021 gab es ihn knapp unter 125 €. HP und Cisco gehören zu den größten Business-WLAN-Ausrüstern der Welt. Eigentlich sind beide eher als teuer bekannt. Aber so gegen 2019 haben beide Netzausrüster aus Kalifornien erkannt, dass ihnen am unteren Ende ein Multimilliardenmarkt an günstigen WLAN-APs für kleine und mittlere Firmen durch die Lappen geht. In diesem Low-End-Preissegment haben sich Firmen wie Ubiquiti oder auch TP-Link etabliert. Also wurden auch bei Cisco und bei HP Aruba weltweit alle SMB-Vertriebe angewiesen, doch bitte den Low-End-Markt zu erobern. In Deutschland ist der Eintritt in den Low-End-Markt besonders schwer, weil da ein lokaler Platzhirsch namens AVM Produkte baut, die ganz stark auf den Geschmack der deutschen Kunden optimiert sind. Am oberen Business-WLAN-Ende rangieren Wi-Fi 6 Boliden mit 5 oder 10 Gigabit LAN-Ports und Power over Ethernet. Diese eignen sich auch für Hörsäle großer Schulen oder Universitäten. Bereits der allererste High-End Wi-Fi 6 Funker Huawei AP7060DN im Bild hatte einen 10 Gigabit LAN-Port samt Power over Ethernet Stromversorgung. Auch der erste Wi-Fi 6 High-End-Funker Ruckus R730 hatte schon einen 5 Gigabit LAN-Port mit Power over Ethernet. Für normale Klassenzimmer
waren diese ersten Wi-Fi 6 High-End APs mit über 1.000 € Stückpreis allerdings viel zu teuer. Und woher kommt der Strom im LAN-Kabel? Voilà, den PoE-Strom bekommen PoE-fähige Access Points per LAN-Kabel aus einem PoE-fähigen Switch, wie in diesem Foto, oder aus einem PoE-Injektor. PoE-Switches sind im Businessumfeld sehr verbreitet. Bei privaten Usern sind sie am Kommen. PoE-fähige Access-Switche gibt es von unter 50 bis weit über 500 €. PoE-Injektoren schon ab 10 €. Ein schönes Beispiel für einen modernen und cloudfähigen PoE-Switch ist dieser Zeichsel XS1930-12HP für knapp 1.000 € Straßenpreis. Er hat 12 Switching-Ports mit je 10 Gigabit Speed, davon 8 mal Kupfer RJ45 mit dem neuesten PoE-Standard IEEE 802.3bt alias PoE++. Mit einem Energiebudget bis zu 375 Watt bietet der Zeichsel XS1930-12HP genug Strom via LAN-Kabel für bis zu 8 modernste 11AX Wi-Fi 6 APs. Seine Gesamt-Switching-Kapazität liegt bei 240 Gigabit pro Sekunde. Doch wer nun glaubt, dieser Zeichsel XS1930-12HP packt die bayerischen Förderhürden, sieht sich getäuscht. Die 240 Gigabit wären zwar mehr als okay, aber in Bayern werden Switche in Schulen offenbar erst ab 24 Ethernet-LAN-Ports gefördert. So etwas haben Cisco, LANCOM, Zeichsel und Co. zwar im Regal, nicht alle bieten jedoch die geforderten 5 Jahre Garantie. Im Votum 2021 gehen die strengen Bayern noch weiter in die Tiefe. In der rechten Spalte sieht man immer die Mindestwerte für die staatliche Förderung. Unter anderem soll sich ein Layer-2-Switch demnach per Webinterface konfigurieren lassen. Beim Power over Ethernet soll der Switch mindestens PoE Plus nach 802.3 AT beherrschen, also bis zu 30 Watt Strom pro LAN-Buchse und in Summe über alle LAN-Buchsen hinweg mindestens 300 Watt. Beim Einsatz im Klassenzimmer fordert das Votum 2021 der Bayern lüfterlose Switchgeräte. Das ist gut so, damit Lehrer und Schüler nicht von kreischenden Lüftern gestört werden. Auch beim Datendurchsatz der Switche machen die Bayern klare Empfehlungen, wie man in der rechten Spalte sieht. Manch eine Schule wird dankbar sein, dass solche Empfehlungen überhaupt erarbeitet wurden. Allerdings sind die Kriterien vor allem in Bayern sehr hoch angesetzt. Wenn dann eine Schule auf dem Lande so klein ist, dass sie gar keinen 24-Port-Switch benötigt, weil 8, 10 oder 12 Ports auch schon reichen würden, ist etwas Bauernschleue gefragt. Dann muss die Schule halt einen größeren Switch mit Reserven für die Zukunft kaufen, damit er nicht aus der Förderung herausfällt, oder sie nimmt tatsächlich einen kleineren Switch und verzichtet auf die Förderung für diesen einen Switch. Im Votum 2021 macht das KUMI Bayern auch Preisangaben. Das ist hilfreich, wenn man ein komplettes Schulprojekt mal ganz schnell, ganz grob durchkalkulieren will. Allerdings sind die Preise für Netzwerkequipment in den letzten Monaten teils gestiegen, weil die Lieferketten gestört waren und die Chips knapp werden. Im Zweifel also lieber aktuell recherchieren und dann hoffen, dass die Ware nach einer erfolgreichen Ausschreibung überhaupt noch lieferbar ist. Die ersten Schulprojekte scheitern schon, weil einige Hersteller zwar die Ausschreibungen gewinnen, dann aber nicht mehr wissen, wo sie die vielen Access Points herbekommen sollen. Früher hat man im Zweifel dann bei der Konkurrenz die Ware fürs Projekt gekauft. Heute gibt die Konkurrenz oft keine Ware mehr ab, weil die Netzwerkkomponenten kaum für die eigenen Händlerprojekte reichen. Hoffen wir mal, dass sich die Lieferlage bald wieder entspannt und die dringend nötige Schuldigitalisierung am Ende nicht auch noch durch Lieferprobleme ausgebremst wird. Dazu kommt aktuell auch noch ein Mangel an Handwerkern, Technikern und IT-Experten, die gute LAN- und WLAN-Netze überhaupt planen, verlegen, installieren und managen können.
Bei größeren Schulen wird man mehrere Access-Switche brauchen. Diese führt man in einem Campus-Switch zusammen. Klar, dass die Layer 3 Campus-Switche teurer sind als die Layer 2 Bereichs-Switche. Das Beratergremium des QMI Bayern hat im Votum 2021 ein schönes Bild gezeichnet, wie die Verkabelungs- und Switching-Hierarchie einer größeren Schule aussehen kann. Wenn ihr diese komplexen Pläne im Detail studieren wollt, am besten das Video kurz anhalten oder im Internet nach Votum 2021 Bayern googeln. Auch Lancom Systems hat ein schönes Diagramm gezeichnet, wie die IT- und Netzwerkausrüstung in einer größeren Schule aussehen kann. Auch bei HP Aruba habe ich ein paar schöne Grafiken gefunden, wie so ein Schulnetz aussehen könnte. Solche Grafiken wünsche ich mir von jedem WLAN-Hersteller, der Schulen ausstattet. Manche Gemeinden vermieten ihre Aula oder ihre Turnhalle auch an Firmen und Vereine für Musik- und Kulturevents, Ausstellungen, Feiern, Partys oder Flohmärkte. Spätestens dann kommt oft die Frage nach einem guten Gäste-WLAN für Veranstalter und Besucher. In derart großen Räumen oder Hallen kann man eine Vollausleuchtung durch mehrere kleine WLAN-Rundstrahler erzielen. Oder bei sehr hohen oder schwer zugänglichen Decken kann man auch eine Funkbestrahlung von halbhohen Seitenpositionen aus erwägen. Eventuell durch WLAN-Antennen mit Richtwirkung in der Form eines spitzen Winkels. Für Schulhöfe kann man ein zeitgesteuertes Gäste-WLAN in Betracht ziehen, das sich nur in den Pausen einschaltet. Lässt sich das Gelände nicht durch die Schulfenster hindurch mit Indoor Access Points bestrahlen, dann kann man wetterfeste Outdoor Access Points in Betracht ziehen. Hier muss man neben der Stromversorgung auch an den Blitzschutz denken. Nicht, dass der Blitz über den Outdoor AP und das LAN-Kabel bis in das interne LAN-WLAN-Netz durchschlägt. Aruba hat als einer der ersten gezeigt, dass Outdoor-APs im Design einer Straßenlampe nicht immer hässlich aussehen müssen. Der im Bild gezeigte schöne Outdoor-AP mit 4x411 AC kostet allerdings knapp 1800 €. Der weiter vorne gezeigte Aruba Instant On Outdoor AP 17 dagegen war per September 2021 ab 175 € im Internet zu finden. Auch der Aruba AP 17 versteht schon Power over Ethernet. Hewlett-Packard Enterprise Aruba hat hier netterweise auch mal eine Skizze einer sehr kleinen Schule gezeichnet. Gut so. Denn es gibt ja auch noch ganz kleine Grundschulen auf dem Lande, zum Beispiel mit maximal 2 bis 4 Klassen, damit ganz junge Schüler nicht mit dem Bus in die entfernte Kreisstadt fahren müssen. Für derart kleine Schulen sind die bisher vorgestellten Netzwerklösungen der absolute Overkill und auch viel zu teuer. Da würde mitunter sogar eine einzige Fritzbox mittig im Schulgebäude reichen oder jeweils eine Fritzbox in jedem Klassenzimmer. Da könnten dann sogar fritzkundige Väter, Mütter, Lehrkräfte oder Schüler die Installation übernehmen, die sich sowieso schon mit der Fritzbox auskennen. Und überhaupt bräuchte man einen Netzwerkplanungsbaukasten mit mindestens 3 Referenzszenarien für kleine, mittlere und große Schulen. Denn momentan wird ja in jeder Schule das Netzwerkrad fast komplett neu erfunden. Zurück zu mittleren und größeren Schulen und die Frage, wie viele Teilnetze soll man in einer Schule planen? Das Landesmedienzentrum Baden-Württemberg gibt einen klaren Hinweis. An baden-württembergischen Schulen soll es nach Empfehlung des Kultusministeriums immer eine dreigliedrige Netzinfrastruktur geben, wonach das Verwaltungsnetz, also für die Schulleitung, das Lehrernetz, also das Arbeitsnetz für Lehrkräfte und das pädagogische Netz, also das Unterrichtsnetz für SchülerInnen und Lehrkräfte, physikalisch über Switches, Router und Firewalls voneinander getrennt sind. So können sensible und personenbezogene Daten separat gespeichert und geschützt werden.
SchülerInnen dürfen sich nur über das WLAN in das pädagogische Netz einwählen. So das Landesmedienzentrum Baden-Württemberg. Zusätzlich kann man ein Gästenetz in Erwägung ziehen, was man in der Zeichnung des KUMI Bayern von 2021 sieht. Schulische Gastnetze braucht man zum Beispiel für Eltern, Schüler, Handwerker, Hausmeister, externe Referenten oder externe Veranstalter, zeitgesteuert, mit Voucher oder nonstop komplett offen. Unter anderem sollte die WLAN-Technik für mehrere Teilnetze auch mehrere verschiedene SSID-Netzwerknamen ausstrahlen können, also multi-SSID-fähig sein. Bei Business-WLANs ist das normal. Private WLAN-Router sind hier meist sehr beschränkt. Viel mehr Multi-SSID als gerade mal ein einziges Gast-WLAN ist bei Consumer-WLANs eher selten möglich. Ausnahmen bestätigen die Regel. Norbert Roller, Channel Director bei Zeichsel Dach, ist oft in Schulprojekten unterwegs und berichtet aus der Praxis. In vielen Schulen gibt es genau 2 SSIDs. Eine SSID für den Lehrkörper und eine weitere SSID für den pädagogischen Schulbetrieb. Die Administration dagegen, die Schulverwaltung, ist in vielen Fällen kabelgebunden. Das sind meist ganz wenige Räume, da stehen meist PCs und die sind meistens per LAN-Kabel verbunden. Jegliche persönliche Daten der Schüler liegen dann gut geschützt auf dem Verwaltungsnetz. Über WLAN kommt man da nicht hin. Das würdest du als Schüler doch erstmal hacken, sagt Norbert Roller, und vermutlich hat er da auch vollkommen recht. Das schönste WLAN-Funknetz nützt wenig, wenn die Schule keinen guten Internetanschluss hat. Also müssen wir noch kurz über Internetzugangsrouter für DSL-Kabel und Glasfaser reden. Will man pro Schüler auch nur 1 Megabit spendieren, dann braucht man bei 1000 Schülern mindestens 1 Gigabit. Bei 2000 Schülern 2 Gigabit. Idealerweise synchron im Download und im Upload, also Glasfaser. Muss man die Fasern erst bis zur Schule legen lassen, dann nehmen Provider wie die Deutsche Telekom dafür gerne 4-stellige Eurobeträge oder mehr als Einmalzuschuss. Passende Glasfaser-Gateways leiten das schnelle Internet in der Regel dann via LAN-Port in das restliche Schulnetz weiter, meist über eine Firewall. Schon im Votum 2020 hat das KUMI Bayern für Internetzugangsrouter mindestens 4x1 Gigabit Ethernet-Ports gefordert. Im Votum 2021 fand sich dann auch ein Hinweis, dass die Konfiguration des Routers über ein Webinterface möglich sein sollte und dass so etwas eben zeitgemäß auch über die Cloud bedient werden kann. In dieser Grafik ganz oben rechts nun der Hinweis, dass mindestens ein Ethernet-Port auch für den Anschluss eines weiteren Modems geeignet sein sollte. Das können allerdings auch diverse WLAN-Router aus dem Consumer-Bereich. Laut dieser Grafik soll der Internetzugangsrouter für Schulen auch mindestens 5 gleichzeitige VPN-Verbindungen unterstützen. Da fallen allerdings viele WLAN-Router aus dem Heimbereich voll durchs Raster. Bei ganz kleinen Schulen wird man aber selten 5 VPN-Kanäle gleichzeitig brauchen. Interessant ist auch die Forderung, dass ein Internetzugangsrouter für Schulen 19 Zoll rackfähig sein sollte. Die sehr bekannten Fritzboxen zum Beispiel sind ab Werk nicht rackfähig. Es gibt aber Rack-Mounting-Kits im Internet, die Fritzboxen nachträglich 19 Zoll rackfähig machen. Das KUMI Bayern schreibt auch einen kurzen Satz zu 4G. Der Internetzugang über das Mobilfunknetz per LTE kann den kabelgebundenen Zugang flexibel ergänzen oder als Backup-Verbindung herangezogen werden. In jedem Fall sind aber die Volumenbeschränkungen der Zugangstarife zu beachten. Zitat Ende. Und ja, solche LTE zu WLAN-Router habe ich schon seit Dezember 2010 in ersten Pilotprojekten in LTE 800 Netzen auf dem flachen Lande getestet. 2013 dann auch den LANCOM 1780 EW-4G, der auch schon LTE 2600 konnte. Den gibt es 2021 immer noch.
ab ca. 750 € Straßenpreis. Hier sieht man ihn von hinten und hier sieht man auch die eingesteckte Vodafone LTE SIM-Karte sowie eine der 2 4G-Antennen. Rechts daneben eine von 2 WLAN-Antennen. Mit dieser Technik hat Lancome Systems schon viele Betriebe auf dem flachen Lande mit einer erhöhten Ausfallsicherheit an das Internet angebunden. Natürlich kann man auch Schulen auf dem Lande mit einem solchen Mobilfunk-Backup an das Internet anbinden. Inzwischen funkt in der Luft auch schon 5G. Lancome hat aus diesem Grunde auch schon ein Gateway angekündigt, das VDSL, G-Fast und 4G, 5G kombiniert. Mit so einem 5G-Router läuft das Internet noch schneller über Mobilfunk weiter, wenn DSL mal ausfällt. Der kommende Alleskönner nennt sich Lancome 1926 VAG-5G. Übrigens, der bundesweite Digitalpakt Schule 2019 bis 2024 fördert zwar Internetzugangsrouter und Firewalls, jedoch keine Internetanschlüsse. Schulen, die noch keinen Breitbandzugang zum Internet haben, wird empfohlen, über ihre Kommune eine Aufnahme in den Ausbaubereich im Rahmen der verschiedenen Breitbandförderprogramme des Freistaates Bayern und des Bundes zu erwirken, schreibt das Beratergremium des KUMI Bayern. Am Ende stellt sich noch die Frage, wie all die vielen WLAN-Access Points einer größeren Schule verwaltet werden. Klassischerweise haben die WLAN-Hersteller ihren Kunden früher gerne einen teuren WLAN-Controller als eigenständiges Gerät in einem eigenen Blechgehäuse verkauft. Heute sitzt so ein WLAN-Controller oft nur noch virtuell in der Cloud. Damit lassen sich im besten Falle alle aktiven Netzwerkkomponenten, etwa WLAN-APs, Router und Firewalls, auch per Browser aus der Ferne konfigurieren und überwachen. In dieser Artikelserie vom April 2021 habe ich die wichtigsten LAN-WLAN-Cloud-Management-Konzepte von Cisco, Extreme Networks, Hewlett-Packard Enterprise Aruba, Huawei, Lancome Systems und Zyxel Networks vorgestellt und in 6 nachfolgenden Einzelinterviews detailliert hinterfragt. Wer das lesen will, einfach googeln oder den Link weiter unten in der Videobeschreibung suchen. Natürlich lassen sich auch Schulnetze über solche Cloud-Lösungen elegant managen. Von jedem Heimbüro der Welt, das über einen guten Internetzugang verfügt. Doch egal, ob das Schulnetz nun von externen Dienstleitern oder von schuleigenen Mathe-, Physik- oder Informatiklehrern gemanagt wird, man sollte prüfen, ob sich wirklich alle Netzkomponenten komplett per Cloud, aber auch komplett cloudfrei, on-premise, im eigenen Technikraum der Schule verwalten lassen. Außerdem sollte man prüfen, welche laufenden Kosten für die nötigen Cloud-Lizenzen anfallen. Oft bieten die Cloud-Anbieter zwar kostenlose Grundfunktionen, lassen sich dann aber schon die Aktivierung eines WLAN-Gastnetzes extra bezahlen. Für Schulen ist das besonders relevant, weil die 5 Milliarden € aus dem Digitalpakt ja, grob gesagt, nur für die Anschaffung der Infrastruktur, nicht aber für die Folgekosten gedacht sind. Hier mal ein kurzer Eindruck, wie sich ein cloud-gemanagter Cisco Meraki MR55 Wi-Fi 6 AP rechts im Bild über die Cloud mit einem Internetbrowser verwalten lässt. Und hier ein kurzer Eindruck, wie sich 2 Zyxel Wi-Fi 6 APs Devices an einem 12-Port-Switch hinter einer Fritzbox extrem leicht per App mit dem Handy in das Netzwerk einbinden lassen und dann über die Zyxel Nebula Cloud von jedem internetversorgten Rechner aus per Browser fernverwalten lassen. Eine letzte heiße Frage dreht sich um das Thema Bring Your Own Device. Auf Deutsch also, dürfen SchülerInnen auch ihre privaten Geräte im schulischen WLAN nutzen? Das Landesmedienzentrum Baden-Württemberg
LMZ-BW, hat dazu eine klare Meinung. Der Einsatz privater Tablets im schulischen WLAN schraubt die technischen Anforderungen an Sicherheit und Administration extrem nach oben. Die von zu Hause mitgebrachten Geräte können Sicherheitslücken verursachen und Viren einschleppen. Ältere Tablets können die Performance eines modernen WLAN ausbremsen, wodurch Internet-, E-Mail-Zugriffszeiten deutlich schlechter werden können. Je heterogener der Gerätepool, desto größer der zeitliche Administrationsaufwand. Das Kultusministerium rät deswegen von einer Nutzung mit privaten Geräten im schulischen WLAN ab. Ein Verbot privater WLAN-Geräte ist kein großes Problem, solange die Schule genug schuleigene Laptops anbieten kann. Manche Schulen haben ja ganze Wägen voller Laptops, die man ins Klassenzimmer hineinrollen kann. Wir nähern uns dem Ende dieses Videos und damit der Frage: Wer hilft den Schulen bei der WLAN-Planung? WLAN wird bekanntlich von dicken Wänden und Decken ausgebremst. Hängt man in jedes Klassenzimmer einen eigenen WLAN-AP, dann ist die Versorgung meist auf Anhieb gut. Soll ein einziger AP jedoch mehrere Räume mit gutem WLAN versorgen, meist vom zentralen Flur aus, dann braucht der WLAN-Planer viel Erfahrung, ein gutes Bauchgefühl für die Funkausbreitung oder noch besser, eine professionelle Funkausmessung. Ziel ist eine optimale Positionierung aller APs. Oft überlassen die WLAN-Hersteller das Thema Funkausmessung oder Funkausleuchtung ihren Händlern und Systemintegratoren. Bei Zeichsel Deutschland hat aber offenbar das ganze Sales-Team viel Know-how und teures Messequipment von EKH, um solche Testmessungen im Vorfeld eines WLAN-Rollouts durchzuführen. Sogar der Channel Director von Zeichsel fährt öfter mal zu Schulen raus. Nicht, weil es zu seinem Job gehört, sondern weil er seine WLAN-Erfahrung und Begeisterung bei solchen Ausleuchtungen halt immer wieder unter Beweis stellen kann. Im Foto sieht man links den IT- und Schulberater Werner Ostheimer vom Voigt Projektierungsbüro in Kempten und mittig den Channel Director Dach von Zeichsel Norbert Roller bei einer WLAN-Ausleuchtung in einer Schule. Am gelben Pfeil hinten oben funkt der zu verbauende Zeichsel WLAN AP schon mal testweise auf einer Teleskopstange. Das kleine Holzbrett schafft genug Abstand zwischen der Metallstange und dem WLAN Access Point. Am gelben Pfeil rechts liegt der Gebäudeplan, der bereits in den Laptop eingelesen wurde. Der linke gelbe Pfeil zeigt auf das EKH-Messgerät, das per USB-Kabel mit einem Laptop oder Tablet verbunden wird. Die Analyse-Software nennt sich Sidekick. Jetzt stellt man den provisorischen WLAN Access Point an verschiedenen Positionen auf und entscheidet am Ende, von welchem Montagepunkt aus er die beste WLAN-Ausleuchtung erzeugt. Das gleiche Prozedere macht man mit allen weiteren WLAN-APs, die in der Schule verbaut werden sollen. WLAN-Ausmessungen sind oftmals teuer, sprich mindestens vierstellig. Wenn die Schulräume schon gut mit LAN-Ethernet-Dosen versorgt sind, kann es billiger sein, ein paar Access Points mehr aufzuhängen, als dringend nötig wären, um sich die Ausmessung zu sparen. Müssten jedoch LAN-Kabel und Dosen erst noch bis in die Klassenzimmer hinein verlegt werden, so können die Bohr- und Verlegekosten der Handwerker teurer kommen, als die durch eine präzise Ausleuchtung eingesparten Access Points und somit eingesparten LAN-Buchsen. Die Mittel aus dem Digitalpakt Schule erlauben übrigens auch den Einsatz von herstellerunabhängigen Schulberatern, die bei der Planung und Kalkulation von Schulnetzen helfen können. Diese Berater haben sich oftmals aus Unternehmensberatern, Fachhändlern oder Systemhäusern heraus entwickelt, seit Schulen eben durch den Digitalpakt einen starken Beratungsbedarf haben. Die Berater helfen oft bei den Ausschreibungstexten, bei der Beantragung der Förderung, bei der WLAN-Mengenplanung bis hin zu WLAN-Ausleuchtungsmessungen.
Die Schul-IT-Berater zapfen auch die Hausmeister und Elektriker an, die oft am besten wissen, wo bereits Kabel und Kabelschächte in den Schulen verlaufen. Es gibt noch viele weitere Fragen zur Schulnetzplanung, die hier den Rahmen sprengen würden. Etwa: Welche Rolle spielt Security und Datenschutz in Schulen? Wo liegen die Netzwerkkosten beim Erstkauf, bei den Folgekosten? Welche Rolle spielen Händler und Systemintegratoren? Wo gibt es schöne Referenzprojekte in Schulen, aus denen man lernen kann? Wie könnte WLAN in deutschen Schulen im Jahr 2025 aussehen? Diese und weitere Fragen habe ich Cisco, LANCOM und Zyxel identisch und wortgleich gestellt. Die Antworten dieser 3 WLAN-Hersteller sind Mitte September 2021 in 3 getrennten Interviews erschienen, zuerst auf dem IT-Expertenkanal IP Insider und kurz darauf auch im Reseller-Magazin IT Business. Bei Interesse einfach googeln oder die Links weiter unten in der Videobeschreibung anklicken. Am liebsten hätte ich natürlich alle 50 wichtigen WLAN-Hersteller befragt. Das hätte aber jeden Rahmen gesprengt. Also habe ich mich für 3 typische Eckpunkte entschieden. Cisco Systems aus Kalifornien galt über viele Jahre hinweg als Weltmarktführer für große Enterprise-WLAN-Lösungen. Im High-End-Sektor gibt es fast nichts, was Cisco nicht liefern kann. Auch im Airport München, in der Allianz Arena, in vielen Schulen und in vielen Universitäten funkt Cisco oder Cisco Meraki. LANCOM Systems aus Würselen bei Aachen gilt als größter deutscher Business-WLAN-Ausrüster. Typische Kunden sind Hotels, mittlere und größere Betriebe und Behörden. Wer Angst vor amerikanischen und asiatischen Backdoor-Zugriffen hat, schaut sich auch gerne das Portfolio von LANCOM an. Der deutsche LAN-WLAN-Produzent gehört zum Münchener Rohde und Schwarz Hightech-Konzern. Zyxel aus Taiwan hat ein modernes und bezahlbares LAN-WLAN-Portfolio für kleine und mittlere Betriebe. Wie Cisco und LANCOM kann auch Zyxel das Netzwerk bequem über die Cloud managen. Auf der Suche nach einem passenden Schlusswort kommt mir ein Posting von Christian Bücken auf LinkedIn zur Hilfe. Der junge Herr schreibt: Hoffentlich bleibt das Thema Digitalisierung der Schulen auch nach der Wahl ganz oben auf der Agenda. Damit hat der Territory Sales Manager von Cisco Meraki vermutlich vielen Herstellern, vielen Schulen, vielen Lehrern, vielen Eltern und vermutlich auch vielen Schülerinnen und Schülern in einem ganz knappen Satz voll aus der Seele gesprochen. Digitalisierung ist ein wichtiges Thema, nicht nur für Schülerinnen und Schüler, auch für die ganze Gesellschaft und für die Zukunftsfähigkeit unseres Landes. Das war's für heute. Ich freue mich auf eure Meinung, Kommentare oder Fragen zu diesem großen Thema. Wenn hier jemand zuschaut, der tiefer im Thema steckt oder sonst einen Fehler findet, freue ich mich immer auch über konstruktive Anmerkungen. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute bis zum nächsten Mal.